got a hold of him. He's got a hold of the lady that's in charge of the estate. And she's saying that she just talked to Betsy a couple of days ago, so I don't see how, but they... Der Tod des berühmten Gene Hackman war einen Monat später immer noch nicht aufgeklärt. Das FBI hat jedoch gerade die letzten Aufnahmen von Gene Hackman in seinem Haus vor seinem Tod veröffentlicht. Und was sie zeigten, schockierte die Zuschauer. Hat Gene Hackman etwas verheimlicht? Und warum sind alle so wütend? Bevor wir anfangen, hinterlassen Sie eine 1, wenn Sie Gene Hackman mögen, und eine 0, wenn Sie ihn jemals persönlich gesehen haben. Fangen wir jetzt an. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Hackmans Verhalten während seiner letzten Tage. Gene Hackman war nie der Typ, der in seinen letzten Lebensjahren das Rampenlicht suchte. Nachdem er Hollywood verlassen hatte, ließen er und seine Frau Betsy Arakawa sich in einer ruhigen Gemeinde in New Mexico nieder. Diejenigen, die ihm am nächsten standen, beobachteten jedoch leichte Veränderungen in seinen letzten Tagen. Er war ein weltweit bekannter Schauspieler mit einer jahrzehntelangen Karriere. Doch was er in den letzten Monaten seines Lebens hinter verschlossenen Türen tat, zeichnete ein anderes Bild. Hackman lebte mehrere Jahre lang einen aktiven Lebensstil. Um sich zu bewegen und ein Gefühl von Freiheit zu bekommen, fuhr er oft mit dem Fahrrad durch seine Nachbarschaft. Doch 1 oder 2 Jahre vor seinem Tod änderte sich etwas. Er fuhr nicht mehr mit dem Fahrrad. Daniel und Barbara Lenihan, enge Freunde von Hackman und Betsy, bemerkten die Veränderung. Zunächst geschah es langsam, aber im Laufe der Monate wurde es immer deutlicher. Hackman hatte den lebhaften Menschen verloren, den sie gekannt hatten. Er blieb die meiste Zeit zu Hause und vermied lange Spaziergänge und Aktivitäten im Freien. Seine Frau Betsy, die immer seine engste Freundin gewesen war, übernahm die Rolle der Betreuerin. Sie ermutigte ihn, sich zu engagieren und aktiv zu sein. Aber egal, was sie versuchte, Hackman schien sich zurückzuziehen. Er war anders. Für Betsy war es sehr wichtig, dass Hackman gesund blieb. Sie setzte strenge Regeln durch und sorgte dafür, dass er eine nahrhafte Diät und einen Zeitplan einhielt. Angesichts der Besorgnis über die Krankheit war sie besonders vorsichtig und trug eine Maske, wenn sie sich in der Öffentlichkeit aufhielt, um jedes Gesundheitsrisiko zu vermeiden. Sie war offensichtlich loyal. Sie wollte ihn beschützen und ihm so viele gute Tage wie möglich bescheren. Auch wenn sein Universum immer kleiner wurde, hatte Hackman immer noch seine Momente der Präsenz. Er genoss die friedliche Umgebung ihres Hauses, wo er selbst sein konnte, ohne Kritik oder Erwartungen fürchten zu müssen. Seine Lieben konnten in diesen ruhigen Momenten einen Blick auf den Mann erhaschen, an den sie sich erinnerten, streng, freundlich und, wenn ihm danach war, scharfsinnig. Während Freunde von Hackmans sich verschlechterndem Gesundheitszustand wussten, zeichnete seine Tochter Leslie Ann ein anderes Bild. Sie sagte, dass es ihrem Vater gut gehe und dass sie immer noch regelmäßig Pilates und Yoga mache. Er hielt an seiner Einzigartigkeit fest und blieb stark für sie. Die unterschiedlichen Meinungen waren immer noch ein Rätsel. Lebte er einfach seine letzten Tage so, wie er es für richtig hielt? Oder ging es ihm tatsächlich schlechter? Vielleicht lag die Wahrheit in der Mitte. Als sehr privater Mensch hätte Hackman nicht gewollt, dass die Welt von seinen Kämpfen erfährt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie hart das Altern sein kann. Er war dafür bekannt, unversöhnlich und hart zu sein, auch wenn sich sein äußeres Erscheinungsbild mit zunehmendem Alter veränderte. Behielt er diesen Geist bei. Trotz der Sorgen um seine Gesundheit blieb eine Sache konstant: seine Beziehung zu Betsy. Die beiden sind seit ihrer Heirat 1991 unzertrennlich. Freunde hielten sie für eines der kuscheligsten Paare, die sie je gesehen hatten. Vom täglichen Leben bis hin zu kreativen Aktivitäten unterstützten sie sich gegenseitig in jeder Hinsicht. In ihrem Haus hatte Betsy ihr Musikstudio, in dem sie Klavier spielte, während Hackman seinen Kunstraum hatte, in dem er malte. Die Leichtigkeit, mit der ihre Welten verschmolzen, zeigte ihre tiefe Verwandtschaft. Selbst in den letzten Monaten blieben sie eine geschlossene Einheit. Mit der Zeit nahm Hackmans Kontakt zur Außenwelt ab. Er wurde seltener gesehen. Und diejenigen, die ihn besuchten, sahen eine Veränderung an ihm. Er schlief mehr, redete weniger und lebte in der Abgeschiedenheit seines eigenen Hauses. Aber selbst in diesen ruhigen Momenten hatte er die Ausstrahlung eines Mannes, der ein langes und bemerkenswertes Leben gelebt hatte und nun die Ruhe seines letzten Kapitels genoss. Aber was geschah wirklich in diesen letzten Minuten der Abgeschiedenheit? War Gene Hackmans Rückzug ein normaler Teil des Alterns? Oder steckte etwas Unheimlicheres hinter der Entdeckung seiner und der Leichen seiner Frau?
Eines Morgens schien es in Santa Fe, New Mexico, so ruhig zu sein wie immer. Doch die Ruhe wurde bald durch eine schockierende Entdeckung unterbrochen, die viele Menschen in Schock und Schmerz versetzte. Eine Gruppe von Handwerkern kam zu einem vereinbarten Termin im Haus von Gene Hackman und Betsy Arakawa an. Im Vergleich zu früher fühlte sich etwas anders an. In dem Haus war nichts los, und die Stille war ohrenbetäubend. Beunruhigt über die seltsame Stille klopften sie mehrmals, erhielten aber keine Antwort. Es herrschte ein unheimliches Gefühl der Einsamkeit. Obwohl das Haus ungestört zu sein schien, ein Arbeiter beschloss, durch ein Fenster zu spähen, und war von dem, was er sah, überrascht. Hackman lag regungslos vor der Tür, seinen Stock und seine Sonnenbrille griffbereit, als wäre er auf sie zugegangen, als er plötzlich ohnmächtig wurde. Arakawas Leiche wurde im Badezimmer gefunden, nur ein paar Schritte von einem tragbaren Heizgerät entfernt. Die Arbeiter benachrichtigten sofort den Notdienst. Und die Polizei traf rasch am Tatort ein. Nachdem keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens, eines Kampfes oder äußerer Verletzungen im Haus festgestellt worden waren, schlossen die Beamten jeden unmittelbaren Verdacht auf ein kriminelles Spiel aus. Das Rätsel um den Tod der beiden wurde noch dadurch verstärkt, dass das Haus unverändert blieb. Das Trauma wurde noch verschlimmert, als ihr Australian Kelpie, Zinner, ebenfalls tot in einem Schrank gefunden wurde. Die beiden anderen Hunde, Bear und Nikita, waren noch am Leben, hatten aber offensichtlich Schmerzen. Die Ermittler ergriffen umgehend Maßnahmen, um die Ursache für den Vorfall zu ermitteln. Sie sammelten persönliche Gegenstände ein, die Hinweise auf das Haus geben könnten, darunter Handys, Kalender und andere verschreibungspflichtige Medikamente. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein offenes Tablettenfläschchen neben Betsys Leiche, was die Frage aufkommen ließ, ob eine medizinische Erkrankung eine Rolle gespielt hatte. Eine der beunruhigendsten Entdeckungen war, dass Betsy höchstwahrscheinlich weit über eine Woche vor John gestorben war. An ihrem Körper wurden Mumifizierungsspuren gefunden, was darauf hindeutet, dass zwischen ihrem Tod und dem von John eine beträchtliche Zeitspanne verstrichen war. Dies warf schwierige Fragen auf. War Hackman zu schwach gewesen, um Hilfe zu rufen? Oder hatte er nicht gewusst, dass sie tot war? Es waren keine Notrufe abgesetzt und keine Notizen hinterlassen worden. Hackman war im Alter von 95 Jahren bei außergewöhnlich guter Gesundheit. Die Möglichkeit eines natürlichen medizinischen Ereignisses wie eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls wurde von den Forschern in Betracht gezogen. Sein plötzlicher Zusammenbruch könnte möglicherweise durch die lange Einsamkeit nach dem Verlust seiner Frau beeinflusst worden sein. Toxikologische Untersuchungen wurden angeordnet, die jedoch Wochen in Anspruch nehmen würden. Die Behörden zogen keine Schlüsse und warteten die medizinische Bestätigung ab, bevor sie eine Entscheidung trafen. Ohne zu wissen, dass sie eines natürlichen Todes gestorben waren, verbrachten Hackman und Arakawa die Tage allein in ihrem eigenen Haus. Das war die traurige Wahrheit. Als sich die Nachricht verbreitete, wurden die Hollywood-Legende und seine Gattin, die ihre gemeinsamen Jahre außerhalb des Rampenlichts verbracht hatten, mit Ehrungen überhäuft. Ihr Tod markiert das Ende einer Ära und hinterlässt ein Vermächtnis an filmischer Kreativität und eine bescheidene Liebesgeschichte, die bis zum Schluss anhielt. Was war in ihren letzten Momenten wirklich mit ihnen geschehen? Zahlreiche Theorien wurden durch die unbeantworteten Fragen ausgelöst, bis der Autopsiebericht die Wahrheit ans Licht brachte. Bleiben Sie bei uns, um sie zu finden. Mehrere Theorien vor dem endgültigen Autopsiebericht. Als Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa starben, gab es viele Spekulationen, weil der Tod der beiden ungeklärt blieb. Bevor der endgültige Autopsiebericht Klarheit schaffen konnte, verbreiteten sich Theorien, die den tragischen Tod des großen Schauspielers und seiner geliebten Frau zu erklären versuchten, wie ein Lauffeuer. Eine der ersten Theorien, die sich durchsetzte, war die einer versehentlichen Vergiftung. In Anbetracht seines hohen Alters und seiner bekannten medizinischen Probleme spekulierten einige, dass Hackman zu viele seiner Medikamente eingenommen haben könnte. Als die Ermittler verschreibungspflichtige Medikamente über Arakawas Körper verstreut sahen, dachten sie zunächst, sie könnte eine Überdosis genommen oder eine tödliche pharmakologische Reaktion erlitten haben. Medizinische Experten wiesen schnell darauf hin, dass 2 Todesfälle durch Überdosierung zur gleichen Zeit in den meisten Fällen selten sind. Ohne toxikologische Ergebnisse blieb diese Theorie genau das, eine ungeprüfte Hypothese. Ein weiterer Hinweis bezog sich auf Umweltgefahren in ihrer Wohnung. In der Küche wurde ein kleines Gasleck entdeckt, was die Möglichkeit einer Kohlenmonoxidvergiftung aufkommen ließ. Viele fragten sich,
Ob eine längere Exposition trotz des kleinen Lecks zu Orientierungslosigkeit, Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod geführt haben könnte. Wissenschaftler widerlegten diese Vermutung schnell und erklärten, dass die entdeckten Mengen nicht ausreichen, um tödlich zu sein. Die Geschichte wurde noch komplizierter, als die Ermittler den Zeitpunkt ihres Todes untersuchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hackman am 17. Februar verstorben ist, wird durch die Tatsache erhöht, dass sein Herzschrittmacher an diesem Tag die letzte Aktivität aufzeichnete. Der Gedanke, dass Arakawa körperlich erkrankt war oder einen Todesschock erlitt, nachdem sie den Tod ihres Mannes miterlebt hatte, war eine der melancholischeren Erklärungen, die sich daraus ergaben. Sie war nicht abwegig, wenn man bedenkt, welch unermessliches emotionales Leid ein solcher Befund mit sich bringen könnte, insbesondere für eine Frau, die jahrzehntelang seine treue Freundin gewesen war. Expertenmeinungen wurden von Forensikern abgegeben, darunter Dr. Michael Baden. Da Hackman an einer Herzerkrankung litt, vermutete Baden, dass er höchstwahrscheinlich einen Herzstillstand erlitt. Die Tatsache, dass Arakawa in der Wohnung zwischen einem verschreibungspflichtigen Medikament und einem Heizgerät gefunden wurde, deutet darauf hin, dass sie versucht haben könnte, ihm zu helfen, dabei aber gestürzt ist und infolgedessen starb. Einige spekulierten, dass die emotionale Belastung durch den Verlust ihres Ehepartners in Verbindung mit einer unerwarteten medizinischen Krise der Grund für ihr tragisches Ableben war. Es wurde jedoch spekuliert, dass beide von einer Grunderkrankung betroffen sein könnten. Unentdeckte Krankheiten wie Sepsis oder lebensmittelbedingte Krankheiten wurden mit mehreren Todesfällen in der Familie innerhalb kurzer Zeit in Verbindung gebracht. Die Ermittler zogen dies in Betracht, bevor sie etwas ausschlossen, obwohl es keine unmittelbaren Beweise dafür gab. Die ungewöhnlichen Umstände, unter denen sie starben, führten zu Spekulationen über Gründe, die nichts mit der Medizin zu tun hatten. Da es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab, schlossen die Behörden sofort ein Verbrechen aus. Dennoch warf das Fehlen von Kämpfen oder Leiden am Ort des Geschehens mehr Fragen auf, als es Antworten gab. Einige fragten sich, ob eine seltene Krankheit, etwa eine neurologische Katastrophe, der Grund für die gleichzeitigen Stürze gewesen sein könnte. Andere untersuchten Ideen, die dramatischer, aber unbegründet waren. Erst während des Wartens auf die offiziellen Autopsieergebnisse wuchs die Unsicherheit. Für viele Menschen, die Hackman und Arakawa kannten, war es schwer zu begreifen, wie ein so plötzliches und schreckliches Ende ein so scheinbar gesundes Paar treffen konnte. Auch wenn körperliche Probleme und das Alter sicherlich eine Rolle spielten, fiel es vielen Menschen schwer zu akzeptieren, dass beide Leben in einer so unheimlichen Reihenfolge zu Ende gingen. Während Nachrichtenagenturen und Gerichtsmediziner die möglichen Schlussfolgerungen diskutierten, wurde die Öffentlichkeit beunruhigt. Trotz der Spekulationen, die vom Außergewöhnlichen bis zum Medizinischen reichten, würde die endgültige Untersuchung die endgültigen Antworten liefern. Damals blieb das Rätsel um den Tod von Betsy Arakawa und Gene Hackman eines der rätselhaftesten Ereignisse der jüngeren Geschichte. Was wäre, wenn die wahre Tragödie nicht nur ihr Tod, sondern auch die letzten Stunden von Hackman waren, die er in Verwirrung, Hunger und Herzschmerz verbrachte? Begleiten Sie uns, wenn wir die herzzerreißende Wahrheit herausfinden. Die tragischen letzten Stunden von Gene Hackman. Die schreckliche Realität der letzten Tage von Gene Hackman war geprägt von der Alzheimer-Krankheit, der Einsamkeit und einer unerwarteten Tragödie, die den legendären Schauspieler verwirrt in seinem eigenen Haus zurückließ. Experten zufolge war Hackman, der an schwerer Alzheimer-Krankheit litt, in einer Endlosschleife aus Verwirrung und Trauer gefangen und durchlebte seinen Verlust immer wieder, ohne ihn jemals wirklich zu verstehen. Betsy Arakawa, Hackmans Frau, mit der er über 30 Jahre verheiratet war, verstarb als erste. Der Grund dafür war das Hantavirus-Pulmonale-Syndrom, eine seltene und tödliche Atemwegserkrankung, die durch den Kontakt mit Mäusekot verursacht wird. Nach ihrem frühen Tod blieb Hackman allein im Haus zurück und sah sich mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert, die sein Verstand nicht angemessen verarbeiten konnte. Experten zufolge beeinträchtigt die Alzheimer-Krankheit in der Regel die Fähigkeit der Patienten, die Zeit oder die Reihenfolge von Ereignissen richtig zu verstehen. Das bedeutet, dass Hackman seine Frau tot aufgefunden hat, verzweifelt versucht hat, sie zu wecken und es dann für ein paar Sekunden vergessen hat, um sie dann wieder zu finden und die Qualen erneut zu spüren. Dr. Catherine Pearsall, eine Spezialistin für Demenzerkrankungen, verglich es mit einer Schleife,
in der sich alle vergangenen und zukünftigen Ereignisse wiederholen, ohne dass man sich ihrer bewusst ist. Die durch die Alzheimer-Krankheit hervorgerufene Desorientierung kann zu einer Entmündigung führen. Die Behörden fanden Hackman mit seinem Gehstock und einer Sonnenbrille an seiner Seite in einem Abstellraum in der Nähe der Küche in einem anderen Teil des Hauses. Er könnte in den Zimmern umhergewandert sein, ohne zu wissen, was passiert war oder was er tun sollte. Die Nachbarn und Bürger der Stadt waren erschrocken, dass niemand früher nach ihm gesehen hatte. In seinen letzten Tagen war er allein, obwohl die beiden seit mehr als 20 Jahren in der Gegend gelebt hatten. Medizinische Experten glauben, dass Hackman wahrscheinlich tagelang nichts gegessen hat. Seine Autopsie ergab keine Anzeichen für kürzliche Mahlzeiten, doch war er nicht dehydriert. Ohne jemanden, der ihm hilft, hätte er selbst mit den einfachsten Tätigkeiten wie Essen, Schlafen und Rufen nach Hilfe Schwierigkeiten gehabt. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, ist bei Menschen mit schwerer Alzheimer-Krankheit verloren gegangen. Hackman konnte zwar Sorgen, Ängste oder Kummer empfinden, war aber nicht mehr in der Lage, die Bedeutung dieser Gefühle zu verstehen oder zu wissen, wie er auf sie reagieren sollte. Laut Dr. Brendan Kelly, einem Neurologen, der sich auf Gedächtnisprobleme spezialisiert hat, fühlen sich Patienten im Spätstadium der Alzheimer-Krankheit oft unwohl, können dieses Gefühl aber nicht mit einer Handlung in Verbindung bringen. Sie, um Hilfe zu rufen oder das Haus zu verlassen. Die Tatsache, dass Hackman nicht in der Lage war, Hilfe zu holen, trägt zur Tragödie bei. Es ist wahrscheinlich, dass er das Verstreichen der Zeit nicht bemerkt hat. Jedes Mal, wenn er seine Frau sah, könnte es so ausgesehen haben, als wäre es der perfekte Zeitpunkt. Wenn er nicht in der Lage war, sich an frühere Handlungen zu erinnern, könnte er außerdem weiterhin versucht haben, sie zu wecken, bevor er verwirrt und hilflos wegging. Zu den beunruhigendsten Entdeckungen gehörten die 3 Hunde, von denen einer tot in einer Kiste gefunden wurde. Experten sagten, dass Hackmans Alzheimer so schlimm geworden war, dass er nicht einmal mehr seine Haustiere füttern konnte. Ein Mann, der einst für seine Stärke und Präsenz berühmt war, aber nun in einer Gesellschaft verloren ist, in der selbst die Überlebensinstinkte verblasst sind, wird auf tragische Weise gezeigt. Als die Behörden eintrafen, um nach dem Rechten zu sehen, war es bereits zu spät. Hackmans Alzheimer-Krankheit war ein wichtiger Faktor bei seinem Tod, der höchstwahrscheinlich durch eine Herzerkrankung verursacht wurde. Das Haus, das einst ein Ort der Wärme und Kameradschaft war, erlebte schweigend seine letzten, schmerzvollen Tage. Dieser Fall hat zu Gesprächen über die brutale Realität der Alzheimer-Krankheit und die Herausforderungen geführt, denen sich Pflegekräfte gegenübersehen, insbesondere diejenigen, die mit ihren Angehörigen altern. Laut der Verhaltenswissenschaftlerin Dr. Laura Gitlin zufolge stehen immer mehr Alzheimer-Patienten ohne die dringend benötigte Hilfe da, da die Familien immer kleiner und die Gesellschaft immer zersplitterter wird. Hackmans Frau hätte seine Hauptbetreuerin sein können, wenn nicht sogar seine einzige. Ihr vorzeitiges Ableben ließ ihn ziellos und seiner Krankheit ausgeliefert zurück. Nachbarn und Bewunderer haben Hackmans Tod und die Umstände, die ihn umgeben, betrauert. Die Vorstellung, dass ein großartiger Mann, der einst die Leinwand mit seinen bewegenden Darbietungen beherrschte, seine letzten Tage allein und verwirrt verbringen würde, ist wirklich schrecklich. Welche unsichtbare Bedrohung schlich sich in Betsys Leben und verwandelte einen gewöhnlichen Tag in eine tödliche Katastrophe, die sie nicht kommen sah? Betsy Arakawas Todesursache. Betsy Arakawa, die mit dem berühmten Schauspieler Gene Hackman verheiratet war, hatte ihr ganzes Leben lang ein friedliches Leben fernab des Trubels in Hollywood geführt. Sie war sich nicht bewusst, dass sie in den letzten Tagen ihres Lebens Opfer einer stillen und tödlichen Bedrohung geworden war, mit der nur wenige Menschen im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen. Durch den Bau ihres Hauses an einem abgelegenen Ort abseits der Öffentlichkeit hatten sie und Hackman sich dort eine ruhige Existenz aufgebaut. Doch das Hunter-Virus, ein Gegner, dessen sie sich nicht bewusst waren, zerstörte die Ruhe, die in ihrem abgelegenen Wohngebiet herrschte. Die Person stellte sich zunächst mit Symptomen vor, die auf eine leichte Krankheit hindeuteten. Zu diesen Symptomen gehörten leichtes Fieber, Erschöpfung und einige Muskelschmerzen. Es handelte sich um Symptome, die leicht durch Erschöpfung oder die jahreszeitlich bedingte Krankheit hervorgerufen worden sein könnten. Innerhalb kurzer Zeit verschlechterte sich ihr Zustand jedoch drastisch. Das Atmen wurde immer schwieriger. Die kleinste Handlung reichte aus, um ihre Kraft zu erschöpfen. Sie war sich nicht bewusst,
dass ihr Körper bereits in einen Kampf verwickelt war, der letztendlich erfolglos war. Sie schlossen sofort die Möglichkeit einer kriminellen Handlung aus. Es gab nicht nur keine gesundheitlichen Probleme in der Vorgeschichte, die Ursache für einen so unerwarteten und schnellen Tod hätten sein können, sondern auch keine Vergiftungssymptome und keine Anzeichen für Selbstverletzungen. Das Hunter-Virus, von dem man nicht glaubte, dass es der Verursacher war, wurde erst nach einer umfassenderen medizinischen Untersuchung entdeckt. Das Hunter-Virus ist eine Krankheit, von der man annimmt, dass sie tödlich ist, auch wenn sie noch nicht sehr bekannt ist. Außerdem wird sie im Gegensatz zu anderen Virusinfektionen nicht von einem Individuum auf ein anderes übertragen. Es ist wahrscheinlicher, dass es im Urin, Speichel und Kot von Ratten entdeckt wird, wo es darauf wartet, von Menschen aufgenommen zu werden, die sich seiner Existenz nicht bewusst sind. Es ist möglich, dass das Virus mit der Lunge in Berührung kommt, wenn diese gestört wird. B. Beim Staubwischen oder Reinigen eines Lagerraums. Dies würde eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die möglicherweise zum Tod führen können. Zu Beginn sind die Symptome nicht schwerwiegend und ähneln denen anderer häufiger Erkrankungen. Zu Beginn scheinen Symptome wie Muskelschmerzen, Fieber und Müdigkeit nicht unbedingt lebensbedrohlich zu sein. Im Laufe einiger Tage kann sich daraus jedoch das Hunter-Virus-Lungensyndrom entwickeln, das allgemein als HPS bekannt ist. Aufgrund der Flüssigkeit, die in diesem Zustand die Lungen überflutet, wird das Atmen ziemlich schwierig. Die Sterblichkeitsrate ist schockierend hoch. Fast 40% der Betroffenen sterben an den Folgen der Krankheit. Trotz der Tatsache, dass neue Fälle selten sind, ist die Krankheit in Neumexiko aufgetreten, einem Bundesstaat, der für seine ausgedehnten offenen Flächen und ländlichen Gebiete bekannt ist. Seit der ersten Entdeckung des Virus im Jahr 1993 wurden in den Vereinigten Staaten weniger als 1000 Fälle offiziell gemeldet. Wenn er jedoch zuschlägt, dann mit einer wilden und intensiven Wut. Dank der Bemühungen der Ermittler konnte eine Reihe von Informationen zusammengetragen werden. Das Haus wurde von Fachleuten gründlich inspiziert, um nach Hinweisen darauf zu suchen, dass sich dort Ratten eingenistet hatten. Zu diesem Zweck wurden die Lüftungsanlagen, die Lagerräume und alle verdeckten Stellen, an denen Mäuse kontaminierten Kot abgesetzt haben könnten, gründlich untersucht. Trotz der Tatsache, dass die primären Wohnbereiche als sauber und gut gepflegt beurteilt wurden, gab es immer noch mögliche Expositionsquellen. Es ist möglich, dass es sich bei diesen Quellen um einen Schuppen im Freien, eine Garage oder einen Keller handelt, in dem unbemerkt Ratten verschwunden waren. Es ist möglich, dass das Virus durch eine scheinbar harmlose Tätigkeit in die Luft gelangt ist. B. Durch das Kehren von Staub, das Öffnen einer alten Kiste oder auch nur durch Gartenarbeit in der Nähe eines befallenen Bereichs. Das Einzige, was noch zu klären war, ob Betsy sich der Gefahr bewusst war. Höchstwahrscheinlich nicht. Obwohl das Hunter-Virus relativ selten vorkommt, sind die ersten Symptome des Virus durchaus mit denen anderer, häufiger auftretender Krankheiten wie der Grippe vergleichbar. Es wäre vernünftig gewesen, wenn sie anfangs geglaubt hätte, dass ihr leichtes Fieber, ihre Muskelschmerzen und ihre Erschöpfung nur unbedeutende Dinge waren. Als die Infektion so weit fortgeschritten war, dass sie erhebliche Atembeschwerden verursachte, war es wahrscheinlich schon zu spät, um irgendeine Behandlung zu beginnen. Da es jedoch weder eine Impfung noch eine direkte Therapie für das Virus gibt, ist es wahrscheinlich, dass eine frühzeitige Entdeckung in diesem bedauerlichen Fall nicht möglich war. Das Überleben hängt von der Früherkennung ab. Betsys Zustand verschlimmerte sich noch, als sie allein im Haus war. Nach der Feststellung seiner Anwesenheit beginnt das Hunter-Virus sofort mit einem unerbittlichen Angriff auf das Atmungssystem. Infolgedessen könnte sie Schwierigkeiten gehabt haben, um Hilfe zu rufen. Oder sie könnte geglaubt haben, dass sie in der Lage sein würde, sich selbst zu erholen. Die Abgeschiedenheit ihres Hauses, die ihnen zuvor ein Gefühl der Ruhe vermittelt hatte, erwies sich als Hindernis, das eine rechtzeitige medizinische Behandlung ihres Zustands verhinderte. Als das Virus schließlich seinen Tribut forderte, verstarb Betsy, ohne zu ahnen, dass sie von einem der gerissensten Mörder, die die Natur zu bieten hat, entführt worden war. In den folgenden Tagen war das Einzige, was die Stille des Hauses zu stören schien, die seltsamen Bewegungen der Kreaturen, die es geschafft hatten zu leben. Das Grauen, das sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hatte, war der Außenwelt völlig unbekannt, die ihren normalen Tätigkeiten nachging, als wäre nichts geschehen. Schon nach kurzer Zeit versuchten die Mediziner,
den Grund für das Ableben des Menschen zu ermitteln. Die Autopsie ergab, dass die Person an akutem Atemversagen gelitten hatte, und weitere Tests bestätigten, dass das Hunter-Virus die eigentliche Todesursache war. Die Gesundheitsbehörden wurden kontaktiert, und es wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass für alle, die das Grundstück betraten, keine Gefahr mehr bestand. Für viele, Betsy Canton, war ihr Tod ein Schock. Sie war weit entfernt vom Trubel Hollywoods, und ihr Leben war bis zu diesem Zeitpunkt friedlich und schön gewesen. Obwohl sie nicht zu den Menschen gehörte, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen würden, wurde ihr Tod zu einer ernsten Mahnung an die Risiken, die selbst in der ruhigsten Umgebung bestehen können. Der tragische Tod von Betsy Arakawa lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Risiko, das von vielen Menschen nicht in Betracht gezogen wird. Das Hunter-Virus ist ein gefährlicher Gegner, auch wenn es nur selten vorkommt. Die Durchführung von Präventivmaßnahmen ist von größter Bedeutung. Dazu gehören das Absperren von Zugängen, um das Eindringen von Mäusen zu verhindern, das Reinigen von Lagerräumen mit Handschuhen und Masken sowie das Vermeiden von Staubwischen an Stellen, an denen sich Ratten niedergelassen haben könnten. Die Fähigkeit zur Wachsamkeit kann über Leben und Tod entscheiden. Der Tod von Betsy Arakawa erinnert diejenigen, die eine virtuelle Beziehung zu ihr hatten, eindringlich daran, dass die bedeutendsten Gefahren im Leben in der Regel nicht die sind, die sich uns in sichtbarer Form präsentieren. Der unsägliche Mord an Betsy Arakawa hat die Unterhaltungsindustrie erschüttert. Aber das eigentliche Rätsel ist, wie die berühmtesten Schauspieler und Schauspielerinnen Hollywoods Gene Hackman danach in Erinnerung behalten haben. Eine Reihe bekannter Schauspieler, darunter Clint Eastwood und Al Pacino, äußerten sich zu seinem Vermächtnis. Tribut von anderen Prominenten. Der Tod von Gene Hackman hinterlässt in Hollywood eine große Lücke. Als sich die Nachricht von seinem Tod verbreitete, überschlugen sich die Beileidsbekundungen von Schauspielern, Regisseuren und Fans, die von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner unermüdlichen Hingabe an sein Handwerk beeindruckt waren. Im Laufe seiner 5 Jahrzehnte währenden Karriere wurde er zu einem der bekanntesten und vielseitigsten Künstler seiner Zeit. Während die Branche um ihn trauert, denken viele, die ihn gut kannten, über sein Vermächtnis nach und erinnern sich nicht nur an die fesselnden Darbietungen, sondern auch an den Mann, der sie vollbrachte, Al Pacino, der mit Hackman in The Scarecrow die Vogelscheuche zusammenspielte, sprach über Hackmans umfassendes Fachwissen und nannte ihn einen der größten Schauspieler, mit denen er je zusammengearbeitet hat. Genes Fähigkeit, eine Rolle vollständig zu verkörpern, ist erstaunlich. Er spielte nicht nur eine Rolle, er lebte sie. Die Ernsthaftigkeit, mit der er auftrat, machte alles, was er tat, unvergesslich. Robert De Niro teilte diese Einstellung und erkannte Hackmans Fähigkeit an, seinen Rollen Emotionen und Sensibilität zu verleihen. Gene Hackman hat nicht geschauspielert, er hat verkörpert. Je nach Aufgabe konnte er Angst, Hass oder sogar Unterstützung hervorrufen. Seine Tiefe, sein Engagement und seine Fähigkeit, jeder Rolle Authentizität zu verleihen, machten ihn bemerkenswert. Clint Eastwood, der bei Hackmans Film Unforgiven Regie führte, dankte ihnen für ihre Zusammenarbeit. Gene war einer der besten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Auch wenn er nie nach Ruhm strebte oder das Hollywood-System ausspielte, war seine Kreativität stärker als alles andere. Er war in der Lage, sich in seine Rolle einzufügen und dank seines ruhigen Selbstbewusstseins dennoch jede Szene zu dominieren. Er hat in Unforgiven eine absolut herausragende Leistung erbracht. Und ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit hatte, bei ihm Regie zu führen. Tom Hanks, der mit Hackmans Filmen aufgewachsen ist, sagte, der Schauspieler habe das Geschichtenerzählen verändert. Manche Schauspieler unterhalten, andere erfinden das Metier neu. Gene Hackman war für Letzteres verantwortlich. Jedes Gefühl, das er vermittelte, jedes Wort, das er sprach, war glaubhaft. Seine Leistungen waren nicht nur bemerkenswert, sie hatten auch eine transformierende Wirkung. Als Co-Star in The Quick and the Dead erinnert sich Leonardo DiCaprio an Hackmans massive Präsenz am Set. Wenn er in der Nähe war, schien die Geschichte präsent zu sein. Seine Fähigkeit, jedes TV-Szenario authentisch wirken zu lassen. Und seine systematische Herangehensweise an seinen Beruf. Er war eine echte Legende. Dustin Hoffman bemerkte in seiner Analyse von Hackmans Bescheidenheit, dass er trotz seines außergewöhnlichen Talents nie das Charisma eines Hollywood-Stars hatte. Gene interessierte sich nie für Popularität oder Aufmerksamkeit.
Er konzentrierte sich immer auf seine Arbeit. Er war ein ruhiger, freundlicher Mann, der alle seine Regisseure, Crewmitglieder und Co-Stars mit der gleichen Achtung behandelte. Das ist in unserer Branche ungewöhnlich. Andere Schauspieler äußerten sich ähnlich und erinnerten sich an Hackman nicht nur wegen seiner Leistungen, sondern auch wegen seiner Freundlichkeit und Herzlichkeit hinter den Kulissen. Steven Spielberg lobte Hackmans Fähigkeit, Charaktere zu schaffen, an die das Publikum noch lange nach dem Abspann denkt. Gene hat die Fähigkeit, bei jeder Figur einen Eindruck zu hinterlassen. Ob er nun einen Bösewicht, einen Helden oder etwas ganz anderes spielte. Er verlieh jedem Film, in dem er mitwirkte, Nuancen und Komplexität. Martin Scorsese lobte Hackmans Engagement für die Realität. Es gab nie eine falsche Note in seinen Darbietungen. Er gab in seinen Rollen alles und gab sich nie mit weniger zufrieden als mit der Authentizität der Figur. Auch wenn Hackman seit fast 20 Jahren nicht mehr aufgetreten ist sein Einfluss auf die Branche noch immer spürbar. Nur wenige konnten sich mit seiner Darstellung komplexer, sehr realer Menschen messen. Ob als entschlossener Popeye Doyle in The French Connection oder als verzweifelter Sheriff in Unforgiven. Seine Rollen fesseln und motivieren immer wieder angehende Schauspieler und Kinobesucher. Auch nach seiner Pensionierung sind seine Filme zeitlose Meisterwerke der Erzählung und Charakterentwicklung. Sein Abschied wird nicht nur in Hollywood spürbar sein, sondern auch bei den Kinobesuchern in aller Welt, die von seiner Arbeit bewegt waren. Hackman wurde von vielen angehenden Schauspielern als Inspiration anerkannt, die sich an seinen Darbietungen orientieren, um das Handwerk der Schauspielerei in seiner besten Form zu verstehen. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er die Leinwand beherrschte, ohne übermäßig theatralisch zu sein, und bewies, dass Aufrichtigkeit und Hingabe die wahren Merkmale eines großen Schauspielers sind. Das Vermächtnis von Hackman. Gene Hackman hinterließ ein Vermächtnis von unvergleichlicher filmischer Größe, denn er verstand es, jeder Rolle, die er spielte, Realismus und Subtilität zu verleihen. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere wurde er zu einem der bekanntesten Darsteller Hollywoods, und sein Werk inspiriert nach wie vor das Publikum und angehende Schauspieler. Sein Einfluss auf den Film reicht weit über die Leinwand hinaus und beeinflusst die Art und Weise, wie Figuren dargestellt und Geschichten erzählt werden. Was Hackman auszeichnete, war seine Vielseitigkeit. Er ließ sich nie auf einen bestimmten Job festlegen. Ob er nun einen erfahrenen Detektiv, einen skrupellosen Gegner oder eine widersprüchliche Autoritätsperson spielte, er lieferte stets glaubwürdige und authentische Leistungen. Für seine Darstellung des Popeye Doyle in The French Connection, die das Genre des Krimis veränderte und zeigte, dass ein Film von fehlerhaften, kompromisslosen Charakteren getragen werden kann, wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet, indem er einen Polizeibeamten entlarvte, dessen Gerechtigkeitssinn es schwer machte, zwischen Held und Feind zu unterscheiden, fügte seine abschreckende Darstellung von Little Bill Daggett in Unforgiven, dem Western-Genre, Komplexität hinzu. Hackmans Fähigkeit, komplex, nuancierte Menschen darzustellen, machte ihn bei Filmemachern beliebt. Die Filmemacher schätzten seine Realitätsnähe, seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und seine Bereitschaft, sich in eine Figur einzufügen. Er suchte nie nach Berühmtheit außerhalb seiner Branche, sondern ließ seine Talente für sich selbst sprechen. Durch sein Engagement für Authentizität stach er in einer Branche hervor, die gelegentlich von Show dominiert wird. Gene Hackmans Einfluss auf den Film zeigt sich an der großen Zahl von Schauspielern, die ihn als Inspiration genannt haben. Seine Fähigkeit, die Leinwand ohne Effekthascherei zu beherrschen und Emotionen sanft zu vermitteln, setzte einen Maßstab für große Schauspielkunst. Neue Generationen sahen seine Filme auch nach seiner Pensionierung, und so blieb sein Vermächtnis bestehen. Man wird seine Figuren nie vergessen, denn sie waren real, fehlerhaft, entschlossen und unglaublich menschlich. Abgesehen von seiner schauspielerischen Tätigkeit war Hackman für seine Bescheidenheit bekannt. Er mied den Ruhm und konzentrierte sich auf seine Interessen, zu denen das Malen und Schreiben gehörte. Als er beschloss, Hollywood auf eigenen Wunsch zu verlassen, wurde der Respekt, den er sich erworben hatte, weiter gefestigt. Künftige Generationen werden sich an ihn erinnern, weil er einen bleibenden Beitrag zum Film geleistet und sich dem Realismus verschrieben hat. Was denken Sie? Sagen Sie es uns in den Kommentaren unten. Für weitere verblüffende Enthüllungen sollten Sie auf jeden Fall den Gefällt mir-Button drücken, den Kanal abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke tippen, wenn Sie Filmlegenden mögen. Für weitere versteckte Fakten. Vergiss nicht, dir das Video anzusehen,
das gerade auf deinem Bildschirm läuft.